Die meisten von uns haben gerade einen genialen Vortrag, einen inspirierenden Vortrag von Jörn Gutbier, den ersten Vorsitzenden von Diagnose Funk, gehört. Peter Hensinger, der zweite Vorsitzende von Diagnose Funk, hat vor 5 Jahren etwa einen Vortrag in Ulm gehalten zu dem Thema Mobilfunk, Gesundheitsgefahren des Mobilfunks. Unter den Gästen war der Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Naturheilkunde Thomas Trähn aus Ulm. Und Thomas Trähn begrüßen wir jetzt hier für den weiteren Vortrag im Laufe des Vormittags. Herzlich willkommen. Ab 2019 hat Thomas sich erstmalig mit dem Thema beschäftigt und gleich 2020 eine Bürgerinitiative in Ulm gegründet. Seit 2021 ist er im Orga-Team des BVMDE, des Bündnis Verantwortungsvoller Mobilfunk, hier in Deutschland tätig. Sein Anliegen ist es in besonderer Weise, dass die Kinder vor den elektromagnetischen Feldern geschützt werden und dass die Betroffenen von EHS eine Anerkennung bekommen für ihre gesundheitlichen Einschränkungen, die sie in der Gesellschaft haben. Und wir dürfen uns auf einen Vortrag freuen, der aus 2 Teilen besteht. In den ersten Teil wird Thomas Trähn die medizinischen Auswirkungen der elektromagnetischen Felder beschreiben. Und in den zweiten Teil wird er die Balpom-Studie von 2020 erörtern. Und da geht es über den medizinischen Nachweis und Schwierigkeiten von elektromagnetischen Feldern aus medizinischer Sicht. Ja, und somit begrüßen wir Thomas Trähn für den jetzigen Vortrag. So, also nochmal willkommen und guten Morgen. Jetzt meine erste Frage, wer ist denn hier EHS betroffen, dass ich einmal weiß? Okay, also absolute Mehrheit, ja. Also lauter Experten. Ja. Ihr wisst wahrscheinlich zum Teil mehr als ich über dieses Thema und ich bemühe mich jetzt aus meiner Rolle als Arzt einfach die Krankheit oder die Symptomatik zu beschreiben, soweit ich das schon überblicke. Soweit mal. Ich habe der Klaus Buchner und ich, wir haben heute Morgen darüber gesprochen, ja, und ich habe ihn gefragt, sollen wir die denn jetzt siezen oder sollen wir sie duzen? Und dann hat er ein tolles Beispiel gebracht, ja, wir müssen ja die Jugend erreichen, ja, weil die sind ja am geschädigsten, drum duze ich euch jetzt alle. Ja. Das andere, die Ella Matzen hat mir eine Rückmeldung gegeben, es haben wohl etliche Leute angerufen, die gesagt haben, oh, müsst ihr denn unbedingt einen Psychologen hierher schicken, der über EHS redet, ja, da kann ich nur sagen, ja, ich möchte schon nicht schon wieder in die Psycho-Ecke geschoben werden und diejenigen, falls da jemand von da ist, ich kann euch beruhigen, ich bin, hier steht es ja auch, ich bin Arzt und zwar auch Psychotherapeut, aber gerade mit diesem Thema, also dieser Grenzbereich Psyche, Körper, ja, das ist mein täglich Brot seit 40 Jahren und da, um mal ein bisschen arrogant zu sein, ist das Thema eigentlich bei mir genau richtig. Der Vortrag wird hoffentlich klar machen, dass Sie sich bei EHS, weiter weg? Klein bisschen, okay. Dass es sich eindeutig um eine handfeste somatische Erkrankung handelt. Ja, das macht vor allem auch die Studie von Balpom klar. Und für mich ist diese Studie also bahnbrechend. Ich kenne eigentlich keine andere Studie, die so klar rausarbeitet und so beweisend über labortechnische
Messungen und auch bildgebende Verfahren zeigt, ob jemand diese EHS-Erkrankung hat oder nicht. Da komme ich dann später drauf. Okay, also nach diesem fulminanten Vortrag vom Jörn hoffe ich, dass es ein bisschen langsamer zugeht. Ich habe jetzt hier 100 Folien, die auf euch warten, ja? Nur damit ihr es wisst. Ja? Und wir ziehen das jetzt in knapp 15 Minuten durch. Und ihr lest bitte jede Zeile einzeln, ja, und merkt euch das ganz genau, weil ja, also so machen wir es nicht. Ja? Ich habe die Sache aufgeteilt. Es sind tatsächlich 60 Folien, die ich zeigen möchte. Und 40 Folien hängen da dran, um die Sache zu vertiefen. Der gesamte Vortrag wird ab nächste Woche im Netz stehen bei dem bvm.de. Da könnt ihr euch draußen am Stand diesen neuen Flyer, frisch gedruckt, holen. Da steht die Adresse drauf und da ist es alles dann zum Download da. Und dann könnt ihr in aller Ruhe zu Hause das nachlesen, vertiefen. Also mir wäre es am liebsten, ihr macht es euch jetzt hier bequem, ihr entspannt euch, ja, und lasst euch so ein bisschen berieseln. Ihr müsst euch gar nichts merken, sondern einfach mal gucken, was so von alleine ankommt, und den Rest könnt ihr dann zu Hause machen. So, also das wollte ich noch loswerden. Zur Politik hat der Jörn im Grunde alles schon gesagt, eben deshalb, nur mich juckt zwar auch immer in den Fingern, darüber was zu berichten, aber da habe ich jetzt nur eine einzige Folie. Klar, die Bundesregierung, das BfS, verleugnet maßgeblich eigentlich alle zellbiologischen Belastungen. Die Elektrosensiblen werden ihrem Schicksal also selbst überlassen. Die Bennington-Studie hat der Jörn schon erwähnt. Das war ja eine Studie unter Arbeitnehmern und Nehmerinnen. Die Zahl fand ich schon ganz spannend, dass eben hier 1,2% sind schwer betroffen, 3,6% mittel und sage und schreibe 29% milde betroffen von einer elektrohypersensiblen Erkrankung oder halt Beschwerden. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Klar, Studien werden weiterhin vermieden oder diskriminiert oder verworfen, und es werden stattdessen eher Gesetze geschaffen, die die Mobilfunkunternehmen freischalten und walten lassen. Also, ich brauche euch ja insofern nichts erzählen, aber einfach nochmal die Frage, warum wissen die Bürger so wenig über die Gesundheitsgefahren von Funkstrahlung und elektromagnetischen Feldern? Weil sie es nicht wissen sollen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es auch bei euch ein langer Weg war, bis ihr selber überhaupt realisiert habt, dass ihr strahlensensibel seid oder übersensibel. Und wir selber starten ja als Betroffene auch erstmal mit der Ahnungslosigkeit. Ja? Also diesen Weg habt ihr ja alle schon hinter euch, und das war ein harter Weg. So, meine Erfahrung mit meinen lieben Kollegen, selbst im Freundeskreis, ist, dass die ärztlichen Kollegen sind genauso ahnungslos wie die Bevölkerung. Insofern, das betone ich immer wieder, ihr seid die Experten. Ja? Ihr wisst, um was es geht, ihr erleidet es, ihr habt es durchlitten, ihr seid auch diejenigen, die da was tun können. Komme ich später nochmal drauf. Ich habe mal eine Studie gemacht, also eine kurze Internetrecherche über die Ärzteliteratur, also diese maßgeblichen Fachzeitschriften. Da kommen also innerhalb von 20 Jahren, kann man im Online abrufen, waren über die Gesundheitsgefahren von Mobilfunk keinerlei Artikel drin. Hingegen über die Digitalisierung waren es über 2000 Artikel. Ja, also in einem riesigen langen Zeitraum. Dieses Thema wird komplett in fast allen Fachzeitschriften der Medizin wird es ignoriert. Darum haben die Ärzte auch keine Ahnung, und wenn ihr zu eurem Arzt hingeht, dann müsst ihr davon ausgehen, der weiß da überhaupt nichts von. Also ich bin da auch nie drin ausgebildet worden. Also ihr seid dann diejenigen, die eigentlich euren Arzt erstmal aufklären müsst. Ich weiß, das klingt jetzt
bisschen nervig, ja, weil der soll ja euch helfen, aber der erste Schritt geht in die Richtung. Ja. Jörn hat ja klar erklärt, von oben nach unten ist wirklich nichts zu erwarten. Ja. Also es geht nur von unten nach oben. Ja. Das ist natürlich eine Engerlingsarbeit, aber wird wohl nicht anders gehen. So, also jetzt im Einzelnen, was Elektrosensibilität, was ist das? Definition, das ist so eine offizielle Reaktion des Körpers auf niederfrequente oder hochfrequente elektromagnetische Felder. Es gibt ja viele unterschiedliche Bezeichnungen: Funkwellen, Funkerkrankung, Elektrokrankheit, Mikrowellensyndrom, EMF-Syndrom, Elektrosensibilität, Sensitivität, Hypersensitivität. Also das ist so ein Potpourri an Begriffen. Birmingham-Studie haben wir schon. Was der Karl Hecht immer gesagt hat, immer wieder betont hat: Wir sind elektrische Wesen, wir sind eingebettet in den Kosmos, in die Erde. Die Erde schwingt mit 10 grob, also die Schumann-Wellen, ja, Schumann-Frequenz ungefähr 10 Hertz. Ja. Unser Gesamtkörper schwingt mit 10 Hertz ungefähr. Ja, jedes einzelne Organ hat eine andere Schwingung. Ja. Also wir sind ein Teil des Ganzen. Ja, wir schwingen im Gleichklang. Da haben wir ein paar Millionen Jahre üben dürfen. Ja, und deshalb sind wir alle als Lebewesen elektrosensibel. Ohne Strom im Körper geht gar nichts. Ja? Also EKG, EEG, EMG, all diese Messmethoden basieren ja alle auf einer Strommessung. So, WHO-Richtlinie ist euch wahrscheinlich bekannt, dieses berühmt-berüchtigte Factsheet 296 seit 2005 behauptet die WHO, EHS ist keine medizinische Diagnose. Es gibt keine wissenschaftliche Basis, die EHS-Symptome mit EMF-Exposition in Verbindung bringt. Also ich finde das mittlerweile nicht nur eine Frechheit, ich finde das skrupellos, ja, wenn man sowas behauptet. Genauso hinterhältig ist dieser Nocebo-Effekt. Allein die Furcht, also es ist ja ein wörtliches Zitat aus dieser Richtlinie, allein die Furcht vor elektromagnetischer Strahlen verursacht die Beschwerden. Ja, also das ist ja eine Ohrfeige für alle, die betroffen sind. Dann der Hammer, auch da in dieser Richtlinie, der eindringliche Hinweis der WHO an die Ärzte, deshalb muss man wissen, im Hinterkopf, wie die informiert sind. Die Behandlung der betroffenen Person sollte sich auf die Symptomatik konzentrieren und nicht auf das wahrgenommene Bedürfnis nach Belastung durch EMF zu reduzieren. Ja, also auch das ist eine Unverschämtheit. Folge, rein symptomatische Behandlung, am besten Psychopharmaka, weil die Leute sind ja ängstlich, ja, also erstmal ein Anxiolytikum drauf oder ein Antidepressivum oder Psychotherapie. Ja, ich muss gestehen, weil ich ja erst seit 2019 da sensibilisiert bin, ich hatte vorher auch nicht nur keine Ahnung davon, von dieser Symptomatik, sondern ich hatte auch deshalb nie einen Psychotherapiepatienten, den ich als solches erkannt hätte. Ja, also das, weil wir nicht dafür ausgebildet sind. Gut, also jetzt, wie beeinflusst Mobilfunk unsere Gesundheit? Erleiden tut er das jeden Tag. Ich möchte es trotzdem nochmal der Vollständigkeit halber wiederholen. Man sagt jetzt heute so, Schätzungen gehen zwischen 2 und 10%, das ist aber schon eine offizielle Zahl. Die Dunkelziffer oder die Birmingham-Studie sagt das schon milde, 30%. Ich habe jetzt mal so eine Liste gemacht mit den Leitsymptomen. Diese blau markierten Symptome sind so die ich selber in meiner Studie mit meinem Fragebogen, da gehe ich später noch drauf ein, kamen mir diese Symptome eigentlich am häufigsten vor. Darum habe ich sie nochmal ein bisschen blau unterlegt. Also Wortfindungsstörung finde ich was ganz Spezifisches. Das findet man eigentlich sonst so schnell nicht. Da braucht man schon einen Hirnschlag oder sowas Ähnliches, bevor einem das passiert, oder eine MS. Aber das ist schon was sehr Spezielles, an dem man es ganz gut... Und Alzheimer, ja. Aber das ist natürlich dann schon eine sehr auffällige Erkrankung.
So, ich gehe mal nur so kurz durch, das kennt ihr alle mehr oder weniger. Konzentrationsschwierigkeiten ist auch zwar ein völlig unspezifisches Symptom, aber in dieser Kombination finde ich es auch wieder spezifisch. Kopfschmerzen, das ist auch das, was ihr dann euren Ärzten beibringen könnt, woran man auch diese Symptomatik am besten erkennen kann. Erschöpfung, Muskelschmerzen, so haben wir es halt. Also braucht euch jetzt nicht im Einzelnen merken, nur dass man so ein bisschen die blauen unterlegten, dass man da noch mehr auch nach außen hin kommuniziert mit dieser Symptomatik. So, jetzt zum Verlauf der Erkrankung. Spontane Beschwerden infolge EMF beginnen sofort oder um Minuten bis Stunden verzögert, je nach Individualität und Strahlungsstärke. Nach Ende der Belastung, das ist etwas ganz Entscheidendes, klingen sie individuell unterschiedlich rasch wieder ab. Nachwirkungen können jedoch auch wieder Stunden bis Tage dauern. Ja. Das macht die Sache auch so schwierig zu diagnostizieren, weil es eben so ein breites Spektrum gibt an Reaktionsweisen. Elektrosensibilität entsteht oft schleichend über längere Zeit, wisst ihr selber, also Monate, Jahre, Jahrzehnte, bis man selber erkennt, aber manchmal auch schlagartig durch einen auslösenden Vorfall, verstärkt sich mit der Zeit. Sie kann durch Schwermetall- und Chemikalienbelastung und durch eine allgemeine Nerven- und Immunsystemschwäche begünstigt werden. Weniger häufig tritt sie schon bei Kindern und Jugendlichen auf. Also das ist eigentlich eine Angabe, die müsste man fast schon streichen. Also bei dem Handykonsum, den die Kinder heute ausgeliefert sind, dürfte die Aussage wahrscheinlich nicht mehr zutreffen. So, das Bild kennt ihr vielleicht ganz allgemein. Wo wirkt der Funk oder greift der am meisten an? Überwiegend im neurologischen Gewebe. Ja, also diese Studie, die ich nachher vorstelle, von Bell-Pom, der fasst es im Grunde auch zusammen als eine neurologische Erkrankung. Weil das Nervengewebe einfach am empfindlichsten reagiert auf Mobilfunkbelastung. Deshalb sind hier eben auch aufgeführt, zum Beispiel die Zirbeldrüse, komme ich später noch mal drauf, in einer eigenen Folie, die sehr empfindlich reagiert, die ja für die Schlafsteuerung zuständig ist, aber auch für das Immunsystem. Und die Verletzung der Blut-Hirn-Schranke, wodurch es zu einer übermäßigen Belastung kommt im Gehirn. Ja, Cornelia, du streckst da an. Nur ganz kurz, Sie sagen, von wo dieses Folie da stammt oder dieses Bild? Ja, hast recht, das habe ich da vergessen hinzuschreiben. Also das ist, glaube ich, von Diagnose Funk. Die haben das, der Peter hat es mal als Folie angeboten. Ich kann es aber gerade nicht sagen. Ja, wenn wir die bekommen können. Ja. Also klar, ich sage, der gesamte Vortrag, den könnt ihr ja runterladen bei nächste Woche und da hast du die ja dann zur Verfügung. Schädigungsablauf. Was passiert denn eigentlich mit einer Zelle, wenn da diese Mobilfunkwelle auf die Zelloberfläche tritt? Ja? Ein Funksignal tritt auf diese Zelloberfläche und dann wird aus einem technischen Signal ein biologisches Signal. Ja, das hat der Wolf Bergmann hat es mal so schön beschrieben, das fand ich immer sehr bemerkenswert. Ein technisches Signal wird zu einem biologischen Signal. Also die Zelle denkt, oh, meine Nachbarzelle hat mir jetzt ein Signal gegeben, da muss ich jetzt irgendwas mit anfangen. Ja? Und das ist natürlich ein falscher Rückschluss. Ihr habt vielleicht auch schon gehört von diesen sogenannten spannungsabhängigen Calcium-Ionen-Kanälen, das muss man sich einfach vorstellen. Die Zelle ist ja ständig im Kontakt mit der Zellflüssigkeit drumherum oder mit der Gewebsflüssigkeit, findet ständiger Austausch statt von Zucker und allen möglichen Dingen, Ionen, unter anderem eben diese Calcium-Ionen. Und das ist eine ganz fein gesteuerte Konzentration, die da im Zellinneren herrscht, ist sozusagen das Betriebsklima. Das wird überwiegend durch diese Konzentration innerhalb der Zelle gesteuert und
die Calciumionen, die werden jetzt durch die Mobilfunkwellen in der Weise irritiert, dass sie viel zu früh aufmachen und viel zu spät sich schließen. Das heißt, es kommt einfach viel zu viel Calcium in die Zelle rein, also das Zellinnere wird überflutet und das bringt die gesamte Homöostase, also dieses Gleichgewicht innerhalb der Zelle durcheinander und vor allem die Mitochondrien, also unsere kleinen Energiekraftwerke, die werden da sehr von irritiert, was dann zu einer Reduktion der gesamten Lebensenergie führt. So, freie Radikale nehmen überhand, das heißt viel zu viel aggressive Oxidationsprozesse in der Zelle und das führt vor allem eben zur Funktionsstörung bei den Mitochondrien. Am Ende leidet die Energiegewinnung und das sagen ja auch Betroffene, also wenn ich da in der Stadt war oder irgendwo im Kino, die Leute mit ihren Handy, ich gehe raus, habe das Gefühl, mir hat einer einen Stecker gezogen. Ja, das kennt ihr ja alles und das ist genau das, was in der Zelle tatsächlich stattfindet. Ja, die Mitochondrien werden durch diese hohe Calciumzufuhr ausgenockt, ja, und dann spürt ihr nach kurzer Zeit unter Strahlenexposition, ich bin platt. So, also Mitochondrien, Energiemangel, ATP und, das wird oft so ein bisschen vergessen, es ist auch eine Sauerstoffverwertungsstörung. Also der Elektronentransport in der Atmungskette, kann ich jetzt natürlich nicht näher darauf eingehen, der wird gestört und dadurch kommt es auch zur Erschöpfung. So. Weil ich diese kleinen Mitochondrien so liebe, ich finde es einfach tolle Organe, die sind ja nicht ursprünglich im Zellorganismus gewesen, das waren mal Bakterien und so vor ein paar Millionen Jahren hat die Zelle gemerkt, man, die Dinger sind praktisch, die liefern so ATP, die lasse ich mal bei mir drin, die murks ich nicht ab, ja, und seitdem gehen die munter mit uns einher und die haben ja auch eine eigene Zellstruktur, eine eigene DNA, also die wird extra produziert. So, Blut-Hirn-Schranke, was passiert da? Will ich jetzt auch nicht, das können wir zu Hause nachlesen. Also was im Kopf selber, also psychisch passiert, ist eine erhöhte Reizbarkeit, Nervosität, Panikattacken, Aggressivität, Merkfähigkeit, Wortfindungsstörung, Kopfschmerzen und so weiter. Also ihr seht schon, das sind alles neurologische Symptome. Auch peripher, das heißt im Ohr, das gehört dann nicht mehr zum Gehirn dazu, in dem Fall der Tinnitus, Lärmempfindlichkeit, Gleichgewichtsstörung, Herzrhythmusstörung, alles Dinge, die außerhalb vom Gehirn auch stattfinden. Also eine Fülle von Reaktionen im Körper, nur weil die Blut-Hirn-Schranke verletzt ist. So, jetzt nochmal speziell zur Zirbeldrüse. Das ist so ein kleines Organ, also hier liegt es drin, ja, ist für viel mehr zuständig, als man so üblicherweise auch im Medizinstudium gelehrt bekommt. Die produziert das Melatonin. Schlaf ist ja ein aktiver Vorgang, also wir werden abends nicht müde, weil wir den ganzen Tag irgendwie unterwegs waren oder gearbeitet haben, sondern weil es dunkel wird. Ja? Wenn das Licht weggeht und Dunkelheit entsteht, dann fängt die Zirbeldrüse an, über die Augen Melatonin zu produzieren. Ja? Und wenn die Zirbeldrüse aber jetzt durch Mobilfunkwellen geschwächt ist, dann kann die das halt weniger und dadurch kommt es zu diesen bekannten Schlafstörungen. Es ist aber auch zuständig für die Reparaturvorgänge in der Zelle in der Nacht. Also auch da ganz entscheidend das Melatonin und auch für das Immunsystem in dem Sinne, dass es mithilft, wenn die Zellen sagen wir, im normalen Lauf der Dinge absterben, da kontrolliert das Melatonin zusätzlich diesen selbstgesteuerten Zelluntergangsprozess, das ist was ganz Normales, und der wird da irritiert und dann überleben da Zellen, die eigentlich schon längst abgestorben sein sollten und dann kann es da eher
auch zu Krebs kommen. So, weiterer Punkt, auch wichtig in der Exposition an Störungen, die Vitamin-D-Rezeptoren werden durch Mobilfunk blockiert. Das heißt, das Vitamin D, der Rezeptor, wo dieses Vitamin D an der Zelle andockt, der wird durch Mobilfunkstrahlen blockiert. Das heißt, das Vitamin D kommt nicht in die Zelle richtig rein. Ergo, man hat einen Vitamin D-Mangel. Und die Auswirkungen sind verschiedenster Art. Es geht vor allem um die Immunabwehr, also die Immunantwort wird mit Hilfe von Vitamin D moduliert, Entzündungen werden verhindert und allgemeines Immunsystem. Das hat der Marshall 2017 aufgezeigt. Elektrosmog stört den Vitamin D-Rezeptor und damit das Immunsystem. Das reicht auch, wenn man sich das merkt. Da auch der kleine Ausflug mal zur Covid-19-Erkrankung. Ja, man hat ja eigentlich, manche Mediziner haben sehr früh gesagt, schon in 2020, man sollte den Leuten mehr Vitamin D geben, weil das einfach generell virale Erkrankungen also hilft, dass der Körper sich mit dem Virus auseinandersetzt. Das wurde in der Schulmedizin ziemlich diskreditiert, ja, also die Vitamin-D-Gabe, da wurde ziemlich vorgewarnt. Ja. Mittlerweile ist es soweit anerkannt, ja, und es gibt mittlerweile sogar ein Medikament in den USA offiziell, das eben da steht extra auf der Packung drauf, für Corona-Erkrankung geeignet. Also das alte Spiel. So, konkret Auswirkungen auf weibliche Fruchtbarkeit. Im Tierversuch hat der Jonne heute Morgen auch schon vorher berichtet, oder sagen wir mal, zwar nur im Tierversuch, aber es ist ja vollkommen übertragbar, weil also hier WLAN, Bluetooth 10% vermindern, Mobil- und Decktelefon 30%, das ist schon eine Hammerzahl. Ja. Es ist ja so, jedes Medikament, was in der Pharmaindustrie produziert wird, ja, wird immer grundsätzlich an Ratten oder Mäusen getestet. Ja, und das ist die Basis für klinische Untersuchungen dann an Menschen. Ja, also es ist völlig normal und gängig, dass Ratten und Mäuse dafür hergenommen werden. Aber plötzlich, wenn es jetzt um Mobilfunkschädigung geht, dann zählt es nicht mehr, dass es bei Mäusen Unfruchtbarkeit macht. Und das ist eben auch so ein, letztlich ein übler Trick und Wissenschaftsbetrug. Die kennt ihr vielleicht, diese Studie, warum das gelb ist, weiß ich jetzt auch nicht, ist eigentlich egal, aus Genf 2023, also auch sehr aktuell. Knapp 3000 Soldaten zwischen 18 und 22, die haben Spermaproben abgegeben. 2 Gruppen, eine, die 20 Mal und mehr am Tag ins Handy reinguckt und eine Gruppe, die einmal pro Woche dann nur reinschaut. Ja, und siehe da, also das haben die natürlich nicht nur einmal Spermaproben abgegeben, das ist mehrfach gemacht worden, ein Rückgang um 21%. Können wir sagen, naja, ich habe ja noch genug davon, ja, also ein Schuss, 5 Millionen, was soll's, ja, aber, also hier nochmal in Zahlen, Handynutzer 44,5 Millionen pro Milliliter, Nichtnutzer 56,5 Millionen. Aber wenn die Spermienkonzentration unter 40 Millionen fällt, sinkt die Wahrscheinlichkeit auf eine Zeugungsfähigkeit zunehmend. Ja? Also da ist man nicht mehr weit weg davon. Ja? So, es gibt natürlich noch etliche andere Faktoren. Hier Ernährung, Alkohol, Rauchen, Stress, Pestizide, hormonaktive Substanzen. Das ist natürlich nicht so monokausal, aber in der Studie wird das schon ziemlich deutlich. Ja, also 21% ist einfach eine Riesenmenge, statistisch gesehen. So, das Bild kennen wir wahrscheinlich, Wirkung auf verglichen, Kleines oder Erwachsene, ja, also Handy auf der Seite, Strahlung, wie weit geht ihr rein, gibt halt so ein bestimmtes Bildgebungsverfahren, das es schön darstellen kann. 10-Jährige geht schon über die Mitte hinweg. Beim 5-Jährigen ist es fast schon beim anderen Ohrwatschel wieder raus. Ja, also schon, wenn man das so sieht, finde ich es sehr beeindruckend. Das sagt irgendwie alles, warum wir da dringendst politische Änderungen brauchen.
So, also ja, es sagt eigentlich alles, ja. Wo greift das Baby hin? Natürlich zum Handy, weil das einfach viel bunter ist und da passiert was. Ja. So ein oller, lahmer Lutscher, das ist halt heutzutage nicht mehr in. Grenzwerte viel zu hoch, das können wir übergehen, das habt ihr vorher alles schon gehört beim Jörn. Okay, wie viel haben wir? Ja, passt gut. Jetzt zu dieser Studie von Professor Belpom. Der Belpom lehrt an der Uni in Paris und hat zusammen mit dem Kollegen Irigari, der eigentlich sollte einer von den beiden heute hier sein, ich bin so ein bisschen der schlechtere Ersatz für die beiden, der lehrt also in der Onkologie, also Krebsforschung, und ist auch in der Umweltmedizin schon seit vielen Jahren tätig. Also der hat ja schon viele Studien rausgebracht und ist ein absoluter Mobilfunkkritiker, also ein sehr wertvoller Mensch, Wissenschaftler für euch. Ich habe jetzt versucht, diese Studie irgendwie zusammenzufassen. Das sind 30 Seiten. Und ich habe ganz schön geschwitzt über der Studie, weil die war irgendwie nicht so einfach zu lesen. Und ich hoffe jetzt, ich habe es soweit, ich müsste auch ein paar Sachen kürzen natürlich und einfacher gestalten, damit ein Laie das auch versteht. Da ist ja dann nachher auch noch anschließend, können wir auch noch drüber reden im Einzelnen. Jetzt stelle ich es euch erstmal vor. Warte mal. Ja. Muss ich gerade mal gucken. Zack, wo ist er denn? Ah, ich hatte irgendwo ein Bild von ihm, aber kommt vielleicht noch. Also, er sagt ganz klar, die Elektrohypersensibilität ist eine neu erkannte neurologische Erkrankung. Das finde ich schon mal einen starken Satz. Die Ergebnisse sind zunächst mal, es war eine retrospektive Analyse von über 2000 Fällen, sowohl EHS als auch Leute mit einer multiple chemischen Sensitivität seit 2009. Das ist die größte Fallsammlung, die es überhaupt gibt. Sie ist also weltweit einzigartig. 80% der EHS-Fälle zeigen einen oxidativen und interoxidativen Stress mit Nachweis von Biomarkern im Blut. Was sind Biomarker? Das sind in der Regel sind es Proteinkörper, Teile, die der Körper selber herstellt, im Rahmen des Stoffwechsels. Ja, manchmal sind es so Zwischenprodukte und manchmal sind es aber auch Abfallprodukte. Ja, komme ich gleich noch zu. Also in 80% der Fälle. Und das ist für den Nachweis nachher ganz wichtig. EHS weist objektiv eine echte somatische Pathologie auf. Ja, also das hört man ja wirklich gerne als Betroffener. Endlich spricht es mal einer aus und ist eben keine primär psychologisch bedingte Pathologie. Dazu meine Erfahrung als Psychotherapeut im Umgang auch mit EHS-Betroffenen, wenn ich sage, ja, aber da ist schon manchmal auch die Psyche wirkt auch oder ist auch beteiligt, dann springen die mir ja immer ins Gesicht, ja, und sagen, nein, das ist eine rein körperliche Erkrankung. Sage ich, ja, du hast recht, primär erstmal körperlich, ja, aber wenn du das mal 5 oder 10 Jahre lang hast, ja, und du jede Menge Frust erlebt hast mit deinen Ärzten, mit den Angehörigen, mit der Politik und so weiter, ja, dann fängt bei dir noch was anderes an. Ja? Dann wirst du verbittert, ja? Dann fühlst du dich hilflos, dann wirst du auch depressiv, ja? oder ja, alle möglichen anderen psychischen Auffälligkeiten. Ja? Und das möchte ich einfach hier auch, ich sage mal, betonen, also als Fachmann in dem Fall für psychosomatische Medizin, dass es diese Unterscheidung zwischen einer primär somatischen Erkrankung, aber einer sekundär anteilig auch psychischen Auffälligkeit oder Erkrankung. Ja? Es ist völlig in Ordnung, wenn Betroffene irgendwann darüber depressiv werden oder ängstlich werden, ja, oder übervorsichtig. Ja. Das gehört aber zur somatischen Erkrankung hinzu und ist nicht eine eigenständige psychische Erkrankung. Ja. Das gilt im Übrigen für alle chronischen Erkrankungen, ja, bei Diabetikern, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder auch Rheuma. Ja. Alle chronischen Krankheiten haben oft als sekundäre Symptomatik eine psychische Symptomatik. Das ist mir ganz wichtig, weil wollte ich einfach klarstellen.
Also das ist in Ordnung, ja. Fragen später, drüben in der Lounge ab 12 Uhr. Okay. Was er herausgefunden hat, ist, dass eben EHS und MCS eine sehr ähnliche Symptomatik haben, vermutlich sogar biologisch auf der Zelloberfläche fast identisch in der Reaktionsweise. Einhergehen mit einer niedriggradigen Entzündung und eben auch einer Autoimmunreaktion. EHS und MCS sind neurologische Erkrankungen, die diagnostiziert, behandelt und möglicherweise sogar zum Stillstand gebracht werden können. Bei ausreichenden Schutzmaßnahmen, das wisst ihr selber vor EMF, und toxischen chemischen Substanzen. So, wo kommt er jetzt? Da, wollte euch nur mal ein Bildchen zeigen, so sieht er aus, sieht doch nett aus. Gell? Ich fand den ganzen, ist von 2016. Also das ist wirklich ein Typ, der ganz hinter euch steht. Ja? Also wichtiger Mann. So, weitere Ergebnisse. EHS und MCS beruhen auf einem gemeinsamen pathophysiologischen Mechanismus. Dasselbe pathologische Syndrom der Umweltintoleranz, so wird die MCS ist ja damit schon anerkannt als Umweltintoleranz, nur die EHS noch nicht. Aber da kann man sich dann dranhängen. EHS häufig assoziiert, also kombiniert mit MCS, ist klar, auch umgekehrt. Aber EHS ist auch sagt er, eine eigenständige ganzheitliche oder Einheit mit einer einheitlichen Entstehungsursache oder Auslöser und gut abgrenzbare Symptomatik. Das erzählt er dann euren Ärzten. Ja. Gut abgrenzbare Symptomatik. Wie er das dargestellt, kommt gleich. Entscheidend, habe ich ja vorher schon mal so angedeutet, die Symptome treten bei allen untersuchten Patienten immer dann auf, wenn sie EMF selbst geringster Intensität ausgesetzt sind und gehen wieder zurück oder verschwinden nach Ende der Exposition. Das ist natürlich bei EHS am allerdeutlichsten, bei MCS ist es wesentlich verzögerter, aber das wisst ihr aus eigener Erfahrung. Klinische Beobachtungen legen sehr nahe, dass EHS oder die Kombination objektive somatische Störungen sind. Das heißt, man kann eine psychiatrische Herkunft oder diesen Nocebo-Effekt ausschließen. Okay. Hier über demografische Daten hat er klar rausgearbeitet. Frauen, er macht jetzt immer diesen Vergleich EHS, MCS rein. Und die Kombination, ja, sind Frauen eindeutig im Nachteil, also die sind deutlich höher, ja, vor allem dann auch in der Kombination ist also ein Riesenunterschied zwischen Männern und Frauen. So genau hat man das natürlich noch nicht untersucht. Klar, spielen da genetische Dinge mit eine Rolle, aber da ist noch hoher Forschungsbedarf. So, hier mal wieder eine grauslich lange Liste. Ich will es kurz erklären. Hier EHS, hier MCS, hier Kombination und da eine Normalbevölkerung als Vergleich. Die blauen, ich habe jetzt mal alles auf dieser EHS-Linie, habe ich mal alles blau gekennzeichnet, was über 60% hat, da steht es drunter, ja, also für dann zu Hause zum Nachgucken. Die blaue Schrift zeigt auch, wo EHS, also wo die Symptomatik stärker ist als bei MCS. Ja, also in all diesen Blauen ist die immer stärker als bei MCS, also deutlicher ausgeprägt. Und das sind schon eine Menge. Ja, also da ist nicht so viel, wo MCS mehr hat. Meistens eigentlich die Symptomatik ist viel ausgeprägter bei der EHS. Rot gekennzeichnet, deutlich gravierender als bei EHS oder MCS. Das heißt, in dieser Kombination ist, also wenn man beides hat, ja, ist bei dieser, zum Beispiel bei der Myalgie, ist es also viel mehr als rein EHS oder rein MCS. Ja. Kann man sozusagen indirekt, wenn man eine Myalgie, also Muskelschmerzen oder Gelenksbeschwerden oder hier unten Verwirrung, ja, also wer kommt da drauf, und vor allem hier Suizidalität, ja,
kann man sagen, das ist ganz schön zwicklich, wenn man beides kombiniert hat. Da muss man wirklich als Betroffener auch aufpassen. Ja. Rein statistisch muss man wirklich sagen, oh, da muss ich aber ein bisschen Vorsorge treffen, weil ich gehe mal zum Psychotherapeuten und spreche mal mit dem drüber. Also es hat durchaus auch therapeutische Relevanz. Entschuldigung, Ja. Wie hieß das eben? Jetzt haben Sie es weg, können Sie nochmal zurück? Ja. Dysästhesie. Das ist so Schmerzirritation, ja, also Schmerzempfindlichkeit, eine Irritation im Schmerz erleben. Also nicht Taubheit. Nicht Taubheit, sondern es ist immer mit Schmerz verbunden, auf der Hautoberfläche, ja, also dass man so besonders empfindlich ist. Ne? Ja, Entschuldigung. Und Arthralgie? Arthralgie, ja, sorry, Gelenkschmerzen. Ja, ich wollte es eigentlich noch übersetzen, tut mir leid. So, Diagnostik, jetzt wird es spannend. Diagnostik durch Biomarker in Blut und Urin. Also, er hat herausgefunden, in der ersten Reihe, erklärt habe ich es ja schon, Biomarker Eiweißkörper, die der Körper selbst herstellt, als Stoffwechselprodukt, kann man ein paar wenige, eben nicht viele, ihr müsst euch das jetzt nicht im Einzelnen merken, welche das sind. Ich will es eigentlich nur mal aufzeichnen. Alles verglichen gegen Normalbevölkerung, ja, C-reaktives Protein, das ist so ein Entzündungsmarker, ist also deutlich erhöht. Das Histamin auch, ihr seht bei der Kombination, ja, wie hoch das ist, verglichen zur Normalbevölkerung. Immunglobuline, Hitzeschockprotein, alles Proteine, die da auffällig sind. Er sagt, wenn man keine Allergie hat, ja, wenn das ausschließbar ist, dann ist eigentlich bleibt kaum noch anders übrig, wenn man diese Kombination an erhöhten Biomarkern hat. Ja. Also das ist so ein entscheidender Punkt. Nochmal, falls keine Allergie vorliegt, aber beide Marker hoch sind, ist es vermutlich eine EHS oder eine Kombination mit MCS. Das haben wir schon, gemeinsam pathophysiologischer, also Krankheitsmechanismus bei niedriggradiger Entzündung, ist dann nachgewiesen. Und jetzt gibt es noch so ein Paket von 4 weiteren Biomarkern, die was mit dem Zustand vom Hirn zu tun haben. Also der erste vor allem, dieses S100B, das ist das hier oben. Das ist ein Protein der Glia-Hirnzellen. Ja? Und das klingt natürlich jetzt nicht besonders lustig. Ja? Das ist ein Zeichen für untergegangene Hirnzellen oder Gliazellen. Ja? Also Glia ist sozusagen die Nervenumgebung. Und repräsentiert den Grad indirekt auch der Öffnung oder Verletzung der Blut-Hirn-Schranke. Weil wenn die halt löchrig ist, dann kommen mehr toxische Stoffe ins Gehirn rein und darunter leiden natürlich die Nervenzellen. Das im Einzelnen brauchen wir jetzt nicht angucken, aber das, mit denen, ihr geht zu eurem Arzt und klärt den auf, legt ihm diese Studie hin und bittet ihn freundlich, charmant, dass er diese Laboruntersuchung macht. So, ja, Cornelia. Ist das Normalwert? Ja, also das sind ja immer nur die habe ich jetzt... Das wäre ja interessant, ne? Also dass man sieht, wo wirklich ein Unterschied ist zum Normalbereich. Das war ja auch unterschiedlich bei der Folie vorhin. Ja. Weil man zum Beispiel war 12 und 15%. Ja, ich habe diese Normalwerte bewusst weggelassen, ja, weil das sonst zu verwirrend ist. Ich wollte jetzt nur den Unterschied darstellen zu den Normalwerten, nämlich eben diese Prozentzahlen. Weil sonst wäre die Statistik, das wäre einfach hier in dem Rahmen, wollte ich es einfach halten. Ja. Aber natürlich, die gibt es, diese Normalwerte. Ja? Aber das ist, die Prozent sind Steigerung. Das ist die Steigerung, das mehr als verglichen mit einer Durchschnittsbevölkerungswerten. Ja? Also das ist immer mehr. So, also eben das O-Myelin ist ein Autoantikörper gegen das Myelin, gegen das Nervengewebe. Es repräsentiert eben ist ein Zeichen einer Autoimmunreaktion gegen
Auch das ist nicht besonders lustig, ja, gegen die weiße Substanz des Nervengewebes. Ja. Man muss einfach wissen, da passiert ganz schön was, ja, unter Exposition. Ja, er sagt da nicht, das ist jetzt endgültig und geht jetzt Hirn kaputt, ja, sondern es zeigt nur, was er rausgearbeitet hat, ist halt, dass man es messen kann. Man kann es nachweisen. Ja. Ihr habt keine Knall im Kopf, ja, sondern ihr habt eine handfeste, messbare, laborchemische Erkrankung. Ja. Kann sich überhaupt so die Hirnnervenzelle wieder regenerieren? Ja, das weiß man heute. Ja, genau. Also, ich habe damals noch gelernt, vor 40 Jahren, Nervengewebe einmal kaputt, immer kaputt. Ja, wächst nichts nach. Das hat sich längst überholt. Das Gehirn ist plastisch. Das heißt, wie Muskel eigentlich, ja, wenn man es gescheit nützt, ja, dann wird es auch größer, ja, wenn man es halt nicht nützt, wird es auch ein bisschen weniger. Also ist genauso ein Umbau wie in anderen körperlichen Geweben. Ja. So, es ist keine einfache Kost, es ist mir klar, ja, aber wenn ihr das Ding aufgreift, ja, und eure Ärzte mit konfrontiert, dann besteht die Chance, dass er euch ernst nimmt, ja, weil er dann vom Labor handfeste Werte bekommt, sagt, irgendwas ist da los, ich weiß zwar nicht was, aber da ist schon irgendwas los, da müssen wir mal genauer gucken. Also, das ist doch eine schöne Zahl, fast 80% der ERS-Patienten zeigen einen Anstieg dieser Biomarker. So, jetzt geht es weiter. Jetzt haben wir das Laborchemie und jetzt kommt die Radiologie bzw. die Bilddarstellung. Das klingt immer gleich so gefährlich. Diese Untersuchungen, die da gemacht werden müssten, die sind jetzt eigentlich für den Körper nicht sehr belastend. Es geht aber immer um die Messung der Durchblutungsstörung in den Gefäßen, im Gehirn, als auch im Gehirngewebe. So, das CT und das MRT bringen nicht viel. Es gibt aber andere Verfahren, die braucht ihr euch jetzt im Einzelnen auch nicht mehr. Vielleicht kennt jemand das Doppler-Ultraschall. Transkraniell, das heißt halt durchs Gehirn durch, wird da gemessen oder im Gehirn und man misst die sogenannte Pulsatilität, braucht ihr ja nicht merken, durch Blutung. Also man misst einfach, wie gut ist das Gehirn da durchblutet. Und da gibt es jetzt interessante Befunde. Bei EHS sind beide Arterien, also diese Hauptarterien, sind weniger durchblutet, also in 50% der Fällen beide und in 25% ist eine Arterie betroffen und in der Kombination ist es immer noch ein bisschen mehr, ist jetzt auch, ihr müsst eigentlich euch nur merken, es kommt zu einer Minderdurchblutung des Gehirns und es ist messbar. So, dann gibt es noch was ganz grauslichen Zungenbrecher, Ultraschalltomosphygmographie. Habe ich lange geübt jetzt. Das Tolle ist, es ist eine Messmethode, Ultraschall, die auch eigentlich für den Körper nicht, also auch als EHS-Betroffener, nicht belastend ist. Mit der kann man zentimetergenau die Gewebepulsation oder die Durchblutung im Hirngewebe messen. Und das ist für ihn eine tolle Sache. Da sind eben Auffälligkeiten da. Er sagt, das UCTS ist aktuell die beste Technik der Diagnose. Ich habe jetzt keine Ahnung, da hatte ich auch nicht mehr Zeit dafür, mal zu gucken, ob das eine gängige Untersuchungsmethode ist. Aber wenn sie nicht gängig ist, dann sorgt bitte dafür, dass sie gängig wird. Ja, besteht darauf. Und wenn er zum Chef von der Krankenkasse geht, sagt er, ich will, dass man mir diese Untersuchung bezahlt. So, funktionelles MRT, also MRT, während man nachdenkt oder irgendwas tut, in der Röhre drin, bringt ein bisschen was, aber erst bei einer langfristigen Exposition. So, ja. Also dieses erste Verfahren, diese Myotographie, zeigt die nur ein Ergebnis, wenn man exponiert war oder wenn man jetzt, wie viele von uns schon sehr reduziert lebt, ist es trotzdem noch nachweisbar? Also es ist immer nachweisbar, aber ich würde mal sagen, so von dem, was ich darüber weiß, es ist sowohl geeignet für einen akuten Fall, ja, also wenn man die Symptomatik noch nicht lange hat, genauso wie eben, wenn man schon 5 Jahre oder 10 Jahre hat. Ja.
Also ich denke, das ist bei beiden auffällig. Wie genau, zeigt er in der Studie nicht. Zusammenfassung. Jetzt muss ich mal was trinken. Also einfach nochmal, ich habe da großen Respekt vor ihm, weil ich kenne keine andere Studie, die das so schön rausarbeitet, diese Messbarkeit. Ja. Also, vorgestellte Untersuchungsverfahren, bildgebendes Verfahren und Biomarker erlauben eine objektive Identifizierung. Das ist ja immer das, was die Ärzte in Frage stellen oder kritisieren. Ja, das kann man ja gar nicht nachweisen. Und Charakterisierung von EHS, also einer neurologischen Erkrankung. Soweit. Was für die Diagnose zusätzlich natürlich wichtig ist, sind erstmal diese subjektiven Kriterien, also dass ihr dem Arzt schildert, Fällen einer bekannten Erkrankung, die die klinische Symptomatik erklären würde, hier muss man ausschließen, Verstärkung von charakteristischer Kombination von diesem Symptom unter EMF-Exposition und das Entscheidende, die Rückbildung oder gar das komplette Verschwinden der Symptomatik nach Beendigung der Exposition und diese Verbindung, ja, zu MCS, 30% ist ja schon eine hohe Zahl, also auch für euch selber, für eure eigene Glaubhaftigkeit. Objektive Kriterien haben wir gerade besprochen, Biomarker und das ist es praktisch eine normale Zusammenfassung. Man muss auch sagen, bei 30% der Fälle sind die Biomarker nicht nachweisbar im Blut. Ja, 30%, aber das ist auch was Gängiges, das ist was schon Übliches, dass es immer Ausreißer gibt. Der Körper ist eben keine Maschine, also dann muss man halt manchmal noch genauer nachgucken. Er fasst es dann zusammen und sagt, 90% aller EHS-Patienten, die angaben, an einer EHS zu leiden oder sie zu haben, sind damit auch objektiv diagnostizierbar. Ja, also von euch, meistens sind ja, wenn ihr jetzt hingeht und das messen würdet, dann habt ihr eine 90%ige Chance, dass diese Laborwerte oder diese Untersuchungsmethoden auffällig sind, ja, und damit habt ihr es zumindest mal bewiesen. Kann man mit dem Bewiesenen dann noch irgendwas rechtlich anfangen? Noch nicht. Ja. Das muss ich überhaupt erstmal rumsprechen. So, das lasse ich jetzt mal weg mit diesem Provokation, das reicht von der Zeit her nicht mehr. Es zeigt einfach nochmal, wie dilettantisch man diesen Nocebo-Effekt, also von der Mobilfunkindustrie gesteuert, aufgebaut hat. Also es ist völlig unwissenschaftlich. Ja. Zumal es ja auch bei den Tieren nachweisbar ist. Also, Fazit. Bisher gibt es keine soliden wissenschaftlichen Daten, um die EMF als Ursache für die EHS-MCS-Symptomatik ausschließen zu können. Ja? Es gibt keine Daten. Ja? Also das könnt ihr eurem Arzt dann auch sagen. Soweit ich informiert bin, es gibt überhaupt keine wissenschaftliche Untersuchung, die das ausschließt, dass ich das nicht habe. So, Prognose. Ja, da wird es jetzt ein bisschen dünn bei ihm. Was die Behandlung angeht, also er stellt fest, erheblicher Mangel an Vitaminen, Spurenelement, vor allem Vitamin D und Zink, habe ich ja erklärt, warum das D auch nicht richtig ankommt. Hoher Histaminspiegel, wenn keine Allergie vorliegt, dann ist das ein sehr auffälliger Wert, also ein sehr wichtiger Wert. Antioxidantien mit Glutathion. Also das zur Substitution. Empfiehlt da Naturprodukte, fermentiertes Papaya. Ich habe da keine Erfahrung damit. Ginkgo, ja, hilft ja auch bei Alzheimer. Können wir zumindest mal probieren. Also ich habe jetzt keine persönliche Erfahrung mit Abschirmung, klar, das wisst ihr alles. Vermeiden Drahtlostechnik, Entgiftung. Entscheidend sind die Schwermetalle. Also da kümmert euch drum. Ja, also die meisten werden das wahrscheinlich schon gemacht haben. Ich bin gerade selber so testhalber in der Behandlung bei einer Umweltärztin, die hat sich bei uns in Neu-Ulm niedergelassen. Die ist auch Teil von so einem Netzwerk
von funktioneller Medizin. Das ist im zweiten Teil meines Vortrags, ist da auch die Adresse drin. Das sind Ärzte, es sind ungefähr so 50 in Deutschland, die sehr offen sind, auch was Mobilfunkbelastung angeht und EHS, also die ist selbst auch betroffen. Und die ist jetzt so seit so 2 Jahren in dem Bereich so tätig. Die sagt ganz klar, auch als selbst betroffen, und zwar ganz schön heftig, die Basis für eine EHS, wenn sie sich entwickelt, ist meistens eine Schwermetallbelastung. Ja? Und in Kombination mit einem Leaky Gut, also einem löchrigen Darm, also ein verletzter Darm, wo das Mikrobiom, also das Verhältnis der guten Bakterien im Darm nicht mehr funktioniert. Das ist so die Basis, auf der pfropft dann sozusagen diese Empfindlichkeit, diese Überempfindlichkeit auf. Ja? Also umgekehrt heißt es, Schwermetalle erstmal diagnostizieren, wie belastet bin ich noch nach Entfernung meiner Amalgamplomben, ja, vielleicht sogar noch ungeschützt. Ja. Da gibt es, also in meinen Tests auch, ist es ganz häufig die Ursache, also der Beginn. Und das ist, also, dass man die ausleitet, aber vorsichtig, weil viele haben überschießende Reaktionen, das muss man ganz sanft machen und parallel dazu eine Wiederaufforstung, Unterstützung der Darmflora. Ja. Das sind die beiden Sachen, ich glaube, das lohnt sich am allermeisten. Ja. Was er auch noch witzigerweise angegeben hat, war Ableitung von zu viel gespeicherten elektrischen Ladung, Earthing, also Tautreten. Ja. Kenne ich auch einige, die stehen da drauf, bei denen hilft es wirklich, also kann ich nur empfehlen. So, klar, ohne Behandlung und Explosionsgefahr in neurodegenerativen Erkrankungen, da wird es natürlich dann leider chronisch und dann nicht mehr so alles rückbildbar. Aber es ist auf jeden Fall möglich. So, pathophysiologischer Mechanismus ist geklärt, ganz eindeutig. Ja, die Studienergebnisse zeigen das, labortechnisch, radiologisch, pathologische Werte sind nachweisbar. Und jetzt rot eingerahmt, die immer noch gültige Erklärung der WHO von 2005. Es gäbe keine wissenschaftlichen Beweise, ist hiermit widerlegt. So, das ist mir wichtig. Das ist jetzt ein bisschen, Grund der Zeit lasse ich dieses mal weg. Das müsst ihr jetzt einfach aushalten. Auch diese die Häufigkeit in ganz Europa will ich nur, könnt ihr euch zu Hause angucken. Also das Auftreten in der Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt, das nennt man die Prävalenz, liegt zwischen 0,7 und 13%. Also das ist ein riesiger Unterschied zwischen verschiedenen Ländern. Ja, aber man kann sagen, durchschnittlich kommt auch eher zum Ergebnis, 3 bis 5% der Bevölkerung haben das bereits. So, Schlussfolgerung. Und dann würde ich dann da langsam schließen. Die IAS und die MCS sind neurologische Erkrankungen, die diagnostiziert, behandelt und möglicherweise verhindert werden können. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Beruhen auf einem gemeinsamen pathophysiologischen Mechanismus, das habe ich auch schon gesagt. Es gibt derzeit genügend klinische, biologische und radiologische Beweise, um EHS als eine objektiv identifizierbar charakterisierte neurologische Pathologie anzuerkennen. Das muss man mal der WHO unter die Nase reiben. Ja. Leider, sagt er auch, es ist mittlerweile eine globale Gesundheitsgeißel, die EHS. Und dann nochmal zur Wiederholung, das ist widerlegt. Er stellt natürlich auch Forderungen an die WHO, das ist ja sehr löblich, dass man die EHS als Diagnose aufnimmt in die offizielle Nomenklatur, die sogenannte ICD, Förderung der Forschung, vor allem ja, die Schulung der Ärzte zur Befähigung, beide Krankheitsbilder zu diagnostizieren und behandeln zu können, unter Umständen zu verhindern. So. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Ich bin jetzt so ein bisschen... 12 haben wir schon, gell? Kriegen noch 5 Minuten. Ja. Ja, wie ich mir schon dachte, ganz durch komme ich nicht. Aber mir war das ganz wichtig mit dieser Studie, weil das ist ja nicht so einfach zu verstehen, wenn man es nur so liest. Alles Weitere, was jetzt noch kommt, das könnte auch... das ist
mehr oder weniger selbsterklärend. Das kann man mit aller Ruhe nachgucken. Also wisst ihr ja alles, der Abstand ist ein Freund. Ja, so bitte nicht. Ja. Das ist jetzt eine Folie, wie stärke ich meine eigene Mitochondrien, da steht ganz viel drin. Das ist jetzt wesentlich mehr als das, was der Belpom da erzählt. Das könnt ihr euch mal so in aller Ruhe durchgucken zu Hause. Ist auf jeden Fall, ich habe mir die Mühe gemacht, zusammen mit meiner Frau, haben wir das Buch von der Renate Heidlauf mal durchgeguckt und haben alle Tipps, die auf Leute, die eine EHS haben, so gegeben haben, die haben wir mal rausgeschrieben und da gibt es im Anhang 4 Folien, da steht es ganz genau aufgeführt, was so eigentlich alles helfen kann. Ja, das sind natürlich subjektive Erfahrungen, aber das finde ich auch sehr hilfreich. Genau, da geht es los. Da gibt es jetzt so einen technischen Ansatz, also klar Abstinenz von den EMF-Feldern. Und kein Festnetz, also Festnetztelefon statt Schnurgelwurm und so weiter, das macht ihr eh schon, müsst ihr sowieso schon machen. Medizinischer Ansatz, Zahnsanierung, ganz wichtig, raus mit dem Amalgam, auch am meisten raus mit dem Gold, ja, und dem Titan und dem Platin. Ja, also es sieht so aus, es sieht so aus, dass eigentlich Keramik das Einzige ist, was jemand, der eine EHS hat, wirklich noch verträgt. Ja. Das ist natürlich ein teurer Spaß, ja, aber das ist, glaube ich, nicht zu umgehen. Entgiftungsstörung habe ich ja gerade schon vorher erzählt, Schwermetall raus, aber sanft. Es gibt dann auch die sogenannte Hämopyrolactamurie, Inzidenz 5%, 5%, du hast es ja, 5% der Bevölkerung haben das. Das ist eine genetische, sagt man da, Auffälle oder Veränderung. Also es ist eine Entgiftungsstörung, ja, die genetisch bedingt ist. Und da muss man natürlich umso mehr gucken, weil das kann man schlecht ändern, dass man eben da gut also sich unterstützen lässt in der Entgiftung. Und zwar nicht nur einmal. Ja. Also diese Kollegin da, die schluckt jetzt diese Pillen, das sind 20 Stück am Tag, schon seit einem halben Jahr. Und ist zwar schon einiges passiert, da geht es deutlich besser, aber ist noch lange nicht gut. Wenn ihr eine ordentliche Darmbehandlung macht, ja, da müsst ihr mit einem Jahr rechnen. Das ist nicht unbedingt schrecklich teuer, aber es braucht Zeit. Ja. So, also habe ich ja gerade gesagt, hier Darmsanierung, HWS-Syndrom, also Hals-Wirbelsäulen-Syndrom, da schreibt der Kuklinski sehr viel drüber, kann Auslöser sein für eine EHS, habe ich einige gehabt in meinem Fragebogen, die das auch angegeben haben. So, das lassen wir jetzt alles weg. Hier den Stecker habe ich noch mitgebracht, den kennt ihr wahrscheinlich alle, ja, also der Adapter zwischen LAN-Kabel und Handy, wer eins hat, ist eine einfache Sache und saupraktisch. So, das Gerät habe ich da nochmal, ist nicht für euch, ihr habt wahrscheinlich eher eins, aber ich habe das finde ich völlig ausreichend. So, jetzt das kriege ich noch. Ja, wir haben ja nachher, ja. Das ist der Fragebogen, den ich entwickelt habe, hat mich ein halbes Jahr Arbeit gekostet. Das ist ein Fragebogen, den ihr auch beim bvm.de auf der Webseite runterladen könnt. Einige von euch haben den ja von mir geschickt. Der besteht aus 2 Teilen. Erstmal so eine reine, das ist ein bisschen schwierig zu lesen natürlich, reine Symptomabfrage, wo man Kreuzle machen muss, und dann ein zweiter Teil, wo man auch dann persönliche Angaben macht, also habe ich WLAN in der Wohnung, benutze ich noch ein Handy und all diese Sachen. In dieser Kombination hat er eine hohe Aussagekraft. Es gibt dann noch, ein dritter Part ist eine persönliche Zeitachse, praktisch eine Mobilfunkbiografie, ja, also wo man dann selber auch reflektiert, wann fing das eigentlich an? Es könnte auch da schon gewesen sein. Also so, dass man selber in so einen Prozess reinkommt. So, jetzt haben wir es. Ja.